Der Millionär Dino Guglielmelli und das Model Monica Olsen waren ein auffälliges, schönes und extravagantes Paar. Sie passten harmonisch zusammen und waren vom Temperament her ideal füreinander geeignet. Die Ehe von Dino und Monica dauerte 9 Jahre. Ihre Gefühle erloschen und das Ehepaar traf eine wichtige Entscheidung, sich scheiden zu lassen. Diese Geschichte zeigt anschaulich, wozu Menschen bereit sind, um viel Geld zu verdienen. Es ist eine Geschichte über menschliche Gier und Grausamkeit. Monica Olsen wurde im Jahr 1981 in einer kleinen Provinzstadt in Kanada geboren. Ihre Familie war anständig und gebildet. Von klein auf träumte Monica davon, Model zu werden. Als Teenager besuchte sie regelmäßig Castings, drehte Werbespots und nahm an Modenschauen teil. Das Mädchen war sehr fotogen und attraktiv. Monica war nicht nur schön, sondern auch intelligent. Es ist bekannt, dass sie einen Masterabschluss in internationaler Finanzwirtschaft erworben hatte und 7 Sprachen sprach. Monica arbeitete hart, um im Modelgeschäft erfolgreich zu sein. Sie zog zunächst nach New York und ließ sich dann in Los Angeles nieder, um sich als Schauspielerin zu versuchen. Anfang der 2000er Jahre spielte sie eine kleine Nebenrolle in dem Film Chick, wo sie Rachel McAdams kennenlernte. Im Sommer 2003 traf die 22-jährige Monica Olsen in Los Angeles den 42-jährigen Millionär Dino Guglielmelli. Der Mann war von der Schönheit des Models fasziniert und wollte eine ernsthafte Beziehung mit ihr eingehen. Dino Guglielmelli wurde im Jahr 1961 im Bundesstaat Washington geboren. Er wuchs in einer großen und harmonischen Familie auf. Es ist bekannt, dass Dino 6 Brüder und Schwestern hatte. Er wurde zur Arbeit erzogen, da er seinen Eltern von klein auf dem Familienbauernhof half. Dino interessierte sich für Musik und träumte davon, eine eigene Rockband zu gründen. Er brach sein Studium ab und zog nach Los Angeles, um ein echter Rockstar zu werden. Allerdings brachte die Musik kein großes Einkommen ein. Mit 20 Jahren begann Dino als Reinigungskraft in einer Abfallverwertungsanlage zu arbeiten. Nach 3 Jahren stieg er zum Büroleiter auf, nach weiteren 7 Jahren zum Geschäftsführer. In seiner Freizeit studierte Dino Betriebswirtschaft und wollte etwas Eigenes aufbauen. Mit 30 Jahren gründete er seine eigene Firma für die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und Biokosmetik. Dino erzählte seinen Freunden, dass jeder Mensch so lange wie möglich leben und dabei gut aussehen möchte. Der junge Unternehmer zweifelte nicht daran, dass sein Unternehmen erfolgreich sein würde. Und so kam es auch. Guglielmellis Geschäftsidee wurde populär. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere besaß Dino 4 Fabriken mit etwa 300 Mitarbeitern. Der Mann verdiente etwa $48 Millionen pro Jahr. Er kaufte teure Immobilien und Autos und lebte in Reichtum und Luxus. Dino war zuvor verheiratet und zog einen Sohn und eine Tochter groß, doch die Ehe mit seiner ersten Frau zerbrach. Mit 42 Jahren traf der Millionär Monica und verliebte sich auf den ersten Blick in das Model. Er umwarb sie, verwöhnte sie und machte ihr Geschenke. 6 Monate nach ihrem Kennenlernen flogen Dino und Monica nach Italien. Dort machte der Mann der Frau unerwartet einen Heiratsantrag. Trotz des großen Altersunterschieds willigte die junge Frau ein, den Millionär zu heiraten. Im Jahr 2004 feierten sie eine prunkvolle, luxuriöse Hochzeit in New York. Braut und Bräutigam strahlten vor Glück. Dinos Verwandte waren jedoch der Meinung, dass Monica nur wegen seines Geldes mit ihm zusammen war und eine echte Goldgräberin sei. Nach der Hochzeit zogen Dino und Monica in die schicke Villa des Millionärs in Valencia, Kalifornien. Die Wohnfläche ihres Hauses betrug 650 Quadratmeter. Im Inneren befanden sich 6 Schlafzimmer, eine riesige Küche, ein Wohnzimmer und ein geräumiges Kinderzimmer. Die Grundstücksfläche betrug etwas mehr als 1 Hektar. Im Außenbereich gab es einen Meerwasserpool, außerdem befanden sich auf dem angrenzenden Gelände ein kleines Sparzentrum und ein separates Gästehaus. Anfangs war das Eheleben der Guglielmellis wirklich glücklich. Die älteren Kinder von Dino lebten mit ihnen zusammen. Der Mann baute sein Geschäft weiter aus, Monica arbeitete weiterhin als Model. Als sie 2005 schwanger wurde, gab sie ihre Karriere vorübergehend auf. Bald darauf kam die Tochter Wendella zur Welt. 2 Jahre später wurde die zweite Tochter, Sienna, geboren.
Monika widmete sich ganz der Mutterschaft, doch nach einigen Jahren wurde ihr klar, dass die Familie nicht das war, dem sie ihr ganzes Leben widmen wollte. Im Jahr 2008 brachte Monika mit der Unterstützung ihres Mannes ihre eigene Bio-Kosmetiklinie namens Skin by Monica Olsen auf den Markt. Darüber hinaus nahm sie ihre Arbeit als Model und Schauspielerin nach und nach wieder auf und stellte eine Nanny ein, die fast rund um die Uhr mit Wendella und Sienna in ihrem luxuriösen Haus lebte. Bis 2011 ging Monikas Karriere steil bergauf. Das Model war ständig bei Dreharbeiten unterwegs, oft in Hollywood, flog nach New York und Mailand. Sie arbeitete für renommierte Designer. Manchmal kam das Model spät abends nach Hause, wenn ihre Töchter schon schliefen, und fuhr früh am Morgen wieder zu Dreharbeiten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Monikas Kosmetiklinie enorme Popularität erlangt. 2 große Handelsketten hatten sich bereit erklärt, mit dem Model zusammenzuarbeiten und stellten in ihren Geschäften Stände mit ihren Kosmetikprodukten auf. Monikas Freundin gab zu, dass die junge Frau finanziell unabhängiger werden und nicht mehr vom Geld ihres millionenschweren Mannes abhängig sein wollte. Dino sah, dass die Popularität seiner Frau wuchs. Der Mann war wütend, dass Monika bei der Arbeit verschwand, unabhängiger und freier wurde. Er wollte, dass seine Frau zu Hause blieb, Kinder bekam und sich ausschließlich um die Familie kümmerte. Dinos älterer Bruder erzählte, dass er 6 Monate lang mit Dino und Monika in einem Haus gelebt habe. Er gab zu, dass er sofort Probleme in der Beziehung zwischen den Eheleuten bemerkt habe. Nach den Worten des Bruders waren sowohl Dino als auch Monika starke Persönlichkeiten und wollten sich gegenseitig nicht nachgeben. Dino wollte nicht, dass seine Frau an freizügigen Fotoshootings teilnahm. Er hatte Angst, die Kontrolle über Monika zu verlieren und begann, ihr gegenüber aggressiv zu werden. Er wurde herrischer und begann, sich an seiner Frau zu rächen. Als Eigentümer des Unternehmens kündigte Dino die Verträge mit den Geschäften, mit denen Monika zusammenarbeitete und denen sie ihre Biokosmetik lieferte. Er sorgte dafür, dass die Produkte schlicht nicht mehr in die Läden gelangten. Dino entließ Mitarbeiter. Mit eigenen Händen begann er, sein eigenes Geschäft zu zerstören. Dino verschwand immer häufiger in Clubs und verwirklichte schließlich seinen lang gehegten Kindheitstraum. Mit 50 Jahren gründete der Mann seine eigene Rockband, in der er als Leadsänger auftrat. Er färbte sich die Haare schwarz und lackierte sich die Nägel. Dino sagte Monika, dass er sich damit selbst verwirkliche und man davor keine Angst haben müsse. Doch seine Frau erschreckte das neue Erscheinungsbild ihres Mannes dennoch. Monika gestand ihren Freundinnen, dass ihr Mann sich wie ein Verrückter benehme. Eines Tages entließ Dino die Nanny, die seine Töchter sehr liebten. Dem Mann gefiel es nicht, dass die Nanny eng mit Monika zusammenarbeitete und ihr zu nahe stand. Ende 2011 war die Beziehung zwischen Dino und Monika praktisch am Ende. Die Eheleute stritten sich ständig und konnten nicht mehr unter einem Dach leben. Dino reichte die Scheidung ein. Der Mann zog in das Gästehaus auf dem Gelände seines luxuriösen Anwesens, da er so wenig Kontakt wie möglich zu seiner noch rechtmäßigen Ehefrau haben wollte. Es ist bekannt, dass Dino zu dieser Zeit begann, sich mit verschiedenen Frauen zu treffen. Ohne die offizielle Scheidung abzuwarten, nahm der Millionär mehrere Geliebte und machte keinen Hehl aus seinen Seitensprüngen. Zur gleichen Zeit wandte sich Dino an seinen Freund, den 46-jährigen Richard Furman, und teilte ihm mit, dass er Monika so schnell wie möglich loswerden wolle. Dino und Rick waren Geschäftspartner. Furman war früher beim Militär und verfügte über entsprechende Kontakte. Er und Dino belieferten gemeinsam das Militär mit Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln. Die beiden Männer waren befreundet und vertrauten einander. Dino beklagte sich bei seinem Freund, dass seine Frau mit verschiedenen Männern und Frauen geschlafen habe. Er sagte, Monika sei eine schlechte Mutter, trinke viel und nehme illegale Substanzen. Der Millionär gestand Rick, dass er Angst habe, sein Vermögen und das Sorgerecht für seine Töchter zu verlieren. Dino wollte Monika keine Unterhaltszahlungen in Höhe von $55.000 pro Monat leisten. Dino gab Rick eine Kopie der Schlüssel von Monikas Auto sowie Informationen darüber, wo sich seine Frau aufhielt. Er bat seinen Freund, illegale Substanzen in Monikas Auto zu platzieren und anschließend die Polizei zu verständigen. Er wollte, dass die Frau verhaftet und in ihre Heimat Kanada abgeschoben würde. Bald darauf reichte Dino Unterlagen ein, aus denen hervorging, dass sein Unternehmen sich in finanziellen Schwierigkeiten befinde.
Der Unterhalt wurde auf $25.000 pro Monat gesenkt. Dino traf sich mit einem Scheidungsanwalt, der ihm riet, seine Frau in Ruhe zu lassen. Der Anwalt erklärte, dass Dino den Prozess ohnehin verlieren würde und es sich nicht lohne, weiter gegen Monika zu kämpfen. Er empfahl ihm, den Unterhalt einfach zu zahlen und sein Leben weiterzuführen. Der Millionär war wütend. Er wollte nicht gegen seine Frau verlieren, er wollte ihr seine Töchter nicht überlassen, er wollte sein Geschäft nicht mit ihr teilen. Dino bat seinen Freund erneut, ihm zu helfen, Monika loszuwerden. Eines Tages traf sich Dino mit Rick Furman und erzählte ihm, dass er Monika mit HIV infiziert habe und behauptete, dass die Frau nun schwer krank sei und bald an AIDS sterben werde. Ein breites Lächeln erschien auf dem Gesicht des Millionärs. Dino sagte, dass ihn diese Nachricht sehr freue. Der Mann beruhigte sich und beschloss, dass diese Strafe für Monika ausreichend sei. Aber Anfang 2012 änderte sich alles. Am Abend des 16. Januar gerieten Dino und Monika erneut in einen Streit. All dies geschah in ihrem Anwesen. Die Töchter sahen und hörten, wie ihre Eltern stritten. Während des Streits bekam Monika Angst. Sie brachte die Mädchen in ihr Zimmer und schloss die Tür ab. Die Frau wusste nicht, was sie tun sollte. Ihr Mann beruhigte sich nicht, deshalb rief Monika die Polizei. Es stellte sich jedoch heraus, dass Dino bereits zuvor den Notruf gewählt hatte und gemeldet hatte. Seine Frau habe ihn angegriffen und ihm ins Gesicht geschlagen. Er zeigte ein Foto, auf dem kleine Kratzer an seinem Hals zu sehen waren. Die Polizeibeamten stellten sich auf Dinos Seite. Sie nahmen Monika fest und brachten sie zur Polizeiwache. Die Frau verbrachte einen Tag in einer Zelle zusammen mit Personen, die wegen schwerer Straftaten festgehalten wurden. Kurz darauf wurde ein Verfahren wegen geringfügiger Vergehen und häuslicher Gewalt eingeleitet. Damals, im Januar 2012, gelang es Dino, eine einstweilige Verfügung gegen seine Frau sowie das alleinige Sorgerecht für Wendella und Ciana zu erwirken. Monika war gezwungen, das Haus zu verlassen. Dinos Ex-Frau Leitia gab später zu, dass Dino sie während ihrer Scheidung ebenfalls der häuslichen Gewalt beschuldigt und behauptet habe, sie konsumiere illegale Substanzen. Der Mann habe alles versucht, um zu erreichen, dass die Kinder bei ihm blieben und damit Erfolg gehabt. Nach der Scheidung von Guglielmelli verlor Leitia alles: ihre Kinder, ihr Haus sowie das gemeinsame Unternehmen zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Laut Leitia sei Dino äußerst berechnend, hinterhältig und gefühllos gewesen. Die Frau hatte keinen Zweifel daran, dass er sowohl sie als auch seine zweite Ehefrau zu seinem eigenen Vorteil verleumdet hatte. Doch im Gegensatz zu Leitia begann Monika sich zu wehren. Nach 13 Monaten gelang es ihr, ihre Unschuld zu beweisen. Alle Vorwürfe häuslicher Gewalt gegen Monika wurden fallen gelassen und sie durfte wieder mit ihren Töchtern zusammenleben. Dino war außer sich vor Wut und wandte sich erneut an seinen alten Freund Rick Furman mit der Bitte, dafür zu sorgen, dass seine Frau für immer aus seinem Leben verschwinde. Dino rief Rick 5 bis 10 Mal pro Woche an und erinnerte ihn ständig daran, dass Monika so schnell wie möglich beseitigt werden müsse. Dino wollte, dass es so aussehe, als sei die Frau durch die Hand von Menschen gestorben, die mit illegalen Substanzen handelten. Er wollte, dass Monikas Tod qualvoll und grausam sei. Er wollte, dass man ihr am Ende den Kopf abtrenne und die Leiche in einen Graben werfe. Am 1. Oktober 2013 aßen Dino und Rick gemeinsam in einem Café zu Mittag. Der Millionär wusste, dass seine Frau Monika sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub in Mexiko befand. Die Männer bestellten ein warmes Gericht. Während des Essens teilte Rick Dino mit, dass er jemanden in Mexiko angeheuert habe und Monika in wenigen Stunden tot sein werde. Rick sagte Dino, dass er es sich noch einmal überlegen und alles rückgängig machen könne, doch der Millionär wollte davon nichts wissen. Auf Ricks Frage, wie die Töchter ohne ihre Mutter leben würden, antwortete Dino, dass man sich darüber keine Sorgen machen müsse. Er sei ein guter Vater und werde ihnen eine neue, fürsorgliche Mutter suchen, die besser sei als ihre leibliche Mutter. Dann besprachen die beiden Männer die Bezahlung. Dino versprach Rick $80.000 für das Verbrechen. Dino fragte nicht nach Einzelheiten. Er sagte, er werde alles in der Zeitung lesen. Das Treffen zwischen Rick und Dino dauerte etwa 1,5 Stunden, davon sprachen sie rund 15 Minuten über das geplante Verbrechen. Danach stand der Millionär auf,
verabschiedete sich von seinem Freund und fuhr nach Hause. In Wirklichkeit wusste Rick, dass Dino niemals über Monikas Tod in der Zeitung lesen würde, da Rick sich zuvor an die Polizei gewandt hatte. Das gesamte Gespräch im Café wurde auf einem Diktiergerät aufgezeichnet, das Fuhrmann unter dem Tisch versteckt hatte. Außerdem saßen an anderen Tischen im Café Polizeibeamte in Zivil, die die Männer aufmerksam beobachteten. Monika war Rick dankbar, dass er sie nicht getötet hatte. Die Frau hielt sich während dieser Zeit in einem Hotel in Kalifornien verborgen und wartete darauf, dass ihr Mann in Handschellen abgeführt wurde. Bereits am nächsten Tag, dem 2. Oktober, wurde der 52-jährige Dino Guglielmelli in seiner luxuriösen Villa in Valencia vor den Augen seiner Töchter verhaftet. Er wurde wegen versuchten Mordes angeklagt. Dino bestritt seine Schuld. Er war der Meinung, dass Rick Furman ihn hereingelegt habe, um ihm sein Geschäft wegzunehmen. Er beschuldigte seinen Freund, Monika töten zu wollen, damit sie ihn nicht daran hindern könne, sein Geschäft weiter auszubauen. Laut Dino habe Rick sich ständig darüber beklagt, dass Monika versuche, ihre Verträge mit dem Militär zu kündigen. Es ist bekannt, dass Dino während seiner Untersuchungshaft seinem Zellengenossen Geld dafür angeboten hatte, Rick Furman aufzusuchen. Als Rick davon erfuhr, bekam er Angst und sah sich gezwungen, Kalifornien zu verlassen und seinen Aufenthaltsort geheim zu halten. Außerdem erhielten die Staatsanwälte Informationen darüber, dass Dino heimlich $4,5 Millionen ins Ausland transferiert hatte und plante, mit seinen Kindern das Land zu verlassen. Doch dieser Plan scheiterte. Der Mann wurde in eine Einzelzelle verlegt und durfte kein Mobiltelefon mehr benutzen. Einige Worte zu Rick Furman. Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass Rick nur 1 Jahr lang beim Militär gedient hatte. Seine militärische Laufbahn war nicht erfolgreich. Er wurde verwundet und aus dem Dienst entlassen. Rick bestritt, ein Auftragskiller zu sein. Auf die Frage, ob er jemals einen Menschen getötet habe, antwortete der Mann, dass dies auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten nie geschehen sei. Weitere Fragen dazu wollte er nicht beantworten. In dem Fall gab es mehrere merkwürdige Aspekte im Zusammenhang mit Fuhrmann. So stellte sich im Laufe der Ermittlungen heraus, dass Rick Dino mehrfach getäuscht hatte, indem er behauptete, sie hätten einen Militärvertrag über die Lieferung von Nahrungsergänzungsmitteln abgeschlossen. Rick gab zu, dass er die Unterschrift gefälscht hatte, damit Dino glaubte, ein großes Geschäft stehe bevor. Auf diese Weise versuchte er, den Millionär von seinen dunklen Gedanken abzulenken und ihn zu beruhigen. Zum Glück für Monika hatte Rick sie nicht mit HIV infiziert. Er hatte Dino getäuscht, weil er glaubte, dass der Millionär sich dadurch beruhigen und von weiteren Schritten absehen würde. Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass Dino und Rick einander in vielerlei Hinsicht ähnelten. Sie hatten gemeinsam Geschäfte betrieben und waren über lange Zeit befreundet gewesen. Der Richter bezeichnete Rick als Chameleon. Trotz des Verdachts, dass Fuhrmann ein Betrüger war, wurde keine Anklage gegen ihn erhoben. Im Sommer 2014 begann der Prozess gegen Dino Guglielmelli. Der Mann bestritt weiterhin seine Schuld und erklärte, er sei in dieser Angelegenheit das einzige Opfer. Laut Dino habe er lediglich zu viel gearbeitet und einem Freund zu sehr vertraut, der sich schließlich als Verräter erwiesen habe. Der Richter bot Dino einen Deal an, bei dem er sich schuldig bekennen sollte. Ihm drohte eine lebenslange Haftstrafe, doch bei einem Schuldbekenntnis hätte sich die Haftzeit erheblich verkürzen können. Dino willigte ein und bekannte sich des versuchten Mordes 2. Grades schuldig. Er erklärte, dass er diesen Schritt nur auf Bitten seiner Mutter getan habe. Im Jahr 2014 wurde Dino Guglielmelli für schuldig befunden und zu 9 Jahren Haft verurteilt. Monika war mit dem Urteil unzufrieden und erklärte, dass ihr Leben mehr wert sei. Vor Gericht sagte sie: „Für mich ist schon die Absicht zu töten ein Verbrechen. Was ist, wenn ich versuche, jemanden zu erschießen, aber um einen halben Zentimeter daneben schieße und die Kugel ihr Ziel verfehlt? Bin ich dann ein geringerer Verbrecher? War Dino ein geringerer Verbrecher, weil Rick ihn aufgehalten hat?“ Monika ließ sich nach der rechtskräftigen Urteilsverkündung offiziell von Dino scheiden. Die Frau erklärte, dass ihr Leben nun darin bestehe, sich um ihre Töchter zu kümmern. Wendella und Sienna wissen, warum ihr Vater im Gefängnis sitzt. Nach der Scheidung vom Millionär erhielt Monika eine Villa in Valencia. Es ist bekannt, dass die Frau nicht in diesem luxuriösen Haus leben konnte, da sie sich dort unsicher fühlte und bei jedem Geräusch Angst hatte. Monika verkaufte die Immobilie für $3 Millionen
und kaufte zusammen mit ihren Töchtern eine deutlich bescheidenere Wohnung. Es ist bekannt, dass die Frau versuchte, die Produktion von Kosmetika wieder aufzunehmen, doch das neue Geschäft erwies sich als unrentabel. Monika ist der Ansicht, dass sie ohne diese belastende Geschichte mit ihrem Ehemann eine glänzende Karriere hätte aufbauen und wirklich erfolgreich werden können. Die Firma von Dino Guglielmelli wurde versteigert. Der Erlös wurde zur Begleichung seiner Schulden verwendet. Es ist bekannt, dass Dino seine Strafe in einem Gefängnis im Bundesstaat Kalifornien verbüßte. Der Mann wurde im Jahr 2021 aus der Haft entlassen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.